Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um zwei Opfer. Zwei Mädchen, beide 9 Jahre alt. Eines der Mädchen überlebt mit knapper Not, das andere Mädchen wird ermordet. Das Mädchen, welches überlebt hat, wird in den Quellen nicht mit dem realen Namen genannt, sondern sie wird Stefanie M. genannt. Die Fälle haben sich in den Jahren 1992, das war der Fall von Stefanie, und 1993, das ist dann der Fall von Mirjana in Essen zugetragen. Also vor 32 bzw. 33 Jahren. Dargestellt wurden diese beiden Fälle in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 3.8.2022 und der Fall von Mariana wurde vor über 10 Jahren bei Ungeklärte Morde vorgestellt. Durch die damalige Darstellung bei Ungeklärte Morde und der jetzigen Darstellung bei Aktenzeichen Y kann man dann auch den Fortschritt der Technik bei der DNA-Analyse erkennen. Denn bei der Darstellung in Ungeklärte Morde war noch kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten bekannt. Rudi Zerne sagte in der Einleitung zu dem Filmfall, dass die Polizei in all den Jahren dem Täter in kleinen Schritten immer näher gekommen ist. Und die filmische Rekonstruktion beginnt dann in der Wohnung von Stefanie. Die ist gerade dabei, das Geschenk für Markus, ihren Cousin, einzupacken. Es ist der 6. Februar 1992 in Essen, Altenessen. An diesem Tag hat nicht nur ihr Cousin Geburtstag, sondern auch die Mutter von Stefanie. Und die Mutter fragt dann in der Darstellung, wann Stefanie dem Markus denn das Geburtstagsgeschenk geben will. Stefanie sagt gleich, denn er macht doch heute eine Party. Die Mutter ist da etwas erstaunt, dass Stefanie dahin will, denn Markus wird ja schließlich schon 13. Und sie ist ja erst 9 Jahre alt. Stefanie meint dann, na und? Er hat gesagt, ich darf kommen. Die Mutter stimmt dem dann zu, bittet dann aber Stefanie noch vorher mit der Familie Kuchen zu essen, also mit ihr und ihrem Ehemann, denn sie hat ja schließlich auch Geburtstag. Gegen 15 Uhr macht sich Stefanie mit ihrem Geschenk dann auf den Weg zu ihrem Cousin. Um bis zur Wohnung ihres Cousins zu gelangen, hat sie einen Fußweg von 30 Minuten vor sich. Etwa 2 Stunden später ruft die Mutter von Markus bei der Mutter von Stefanie an. Stefanies Mutter fragt dann in der Darstellung, wie denn die Party so läuft und ob sie alles im Griff hat. Die Mutter von Markus lacht dann ein bisschen und sagt mal mehr, mal weniger. Weiterhin kündigt sie in dem Telefonat an, dass sie Stefanie jetzt nach Hause schicken wird. Da es schon dunkel ist, fragt Stefanies Mutter, ob ihr Mann sie abholen soll. Aber die Mutter von Markus sagt, dass das nicht nötig sei, denn 2 Freunde von Markus würden sie begleiten. Die beiden wohnen genau in der gleichen Richtung. Und dann verabschieden sich die beiden Mütter am Telefon. Als nächstes wird dann die Uhrzeit von etwa 17:20 Uhr eingeblendet. Die beiden Jungen begleiten Stefanie, aber Stefanie hat Probleme beim Laufen. Sie hat neue Schuhe an und sie vermutet, dass sie schon eine Blase am Fuß hat. Die Jungs lachen natürlich etwas darüber, aber Stefanie sagt, dass es sau weh tut. Nach einer Weile müssen die beiden Jungs dann einen anderen Weg einschlagen und Stefanie muss von da an alleine weiter den Weg nach Hause gehen. Und in dieser Darstellung läuft Stefanie dann auf dem Gehweg an dort parkenden Autos vorbei, als sich plötzlich die Fahrertür eines weißen Kastenwagens öffnet. Ganz kurz bevor Stefanie diese Tür passiert. Das Ganze soll an der Gladbecker Straße passiert sein und die habe ich euch jetzt hier einmal als Foto eingeblendet und dann auch nochmal als Google Earth Darstellung. Und als der Mann dann die Tür öffnet von dem Kastenwagen, erschrickt Stefanie ein bisschen. Der Mann sagt Hallo und Stefanie antwortet mit leiser Stimme auch mit Hallo. Vermutlich noch erschreckt von der sich so plötzlich öffnenden Fahrertür. Der Mann fragt dann weiter, ob alles in Ordnung ist, weil sie ja humpelt. Und Stefanie meint, dass sie eine Blase hat. Daraufhin meint der Mann dann, dass es wohl ganz schön zieht. Und Stefanie antwortet da dann nicht richtig drauf. Also ich denke mal, das ist dann aus Zeugenaussagen von ihr so in die Darstellung eingepflegt worden. Und wahrscheinlich kam mir diese Situation da schon ein bisschen unheimlich oder merkwürdig vor. Als nächstes will der Mann wissen, ob sie es denn noch weit hat. Und Stefanie meint, naja, der Mann erzählt Stefanie dann, dass wenn so eine Blase aufgeht, dass es dann ganz übel bluten kann.
Also so könne sie auf gar keinen Fall weiterlaufen. Und er sagt ihr dann, dass sie einsteigen soll. Stefanie widerspricht leicht, aber der Mann sagt, willst du, dass es schlimmer wird? Der Mann geht dann mit ihr zur Beifahrerseite des Kastenwagens und lässt sie dort einsteigen. In der filmischen Rekonstruktion sieht man bereits, dass der Hebel zum Öffnen der Beifahrertür von innen nicht vorhanden ist, also Stefanie in dem Wagen gefangen ist. Der Mann beginnt dann, als die beiden im Auto sitzen und fahren, ein Gespräch mit ihr und fragt sie, wie sie denn heißt. Sie sagt Stefanie und schaut sich dabei in dem Wagen um und kann verschiedene Farbeimer sehen. Als Stefanie dann bemerkt, dass der Mann gar nicht zu ihrer Wohnung fährt, sagt er, dass er eben noch schnell bei dem Laden ums Eck etwas einkaufen muss, da der Laden gleich schließt. Stefanie sagt, dass ihre Mutter aber wartet. Und der Mann sagt, dass es nur 1 Minute dauert, versprochen. Sie halten dann an einem einsamen Weg und Stefanie fragt, ob sie denn schon bei dem Laden sind. Der Mann sagt ja und zeigt mit dem Finger in eine Richtung und sagt dann weiter, da ist er. Dann nimmt er eine Thermoskanne und füllt etwas von dem Inhalt in den Becher und sagt zu Stefanie, du hast doch sicher Durst. Stefanie will dann raus aus dem Wagen und bemerkt, dass sie die Tür nicht von innen öffnen kann. Der Mann fragt dann, was los ist, und Stefanie merkt, dass irgendetwas nicht stimmt und sagt, dass sie nach Hause will. Der Mann sagt mit beruhigender Stimme, gleich. Versprochen, trink erst mal, das beruhigt. Wenn du ausgetrunken hast, mache ich schnell meine Besorgung und dann bist du so gut wie zu Hause. Stefanie trinkt dann etwas und wird kurz darauf bewusstlos. Derweil wartet Stefanis Mutter nervös zu Hause. Der Ehemann fragt, ob sie die Mutter von Markus bereits angerufen hat. Und die hat ihr gesagt, dass Stefanie pünktlich um 17:30 Uhr losgegangen ist. Der Vater wird auch langsam unruhig, da Stefanie ansonsten sehr zuverlässig ist. Sie vermuten zuerst, dass Stefanie in einen Unfall verwickelt sein könnte. Und Stefanis Vater verlässt daraufhin die Wohnung, um nach ihr zu suchen. Er geht die Straßen ab und Stefanis Mutter wartet zu Hause. Als die Suche erfolglos bleibt und Stefanie auch nicht nach Hause kommt, informieren die Eltern die Polizei. Aber Stefanie bleibt erst einmal verschwunden. Gegen 3:20 Uhr am Morgen des Folgetages wird auf einem Parkplatz an einer Landstraße in Düsseldorf-Kaiserswerth Stefanie gefunden. Stefanie wacht aus ihrer Bewusstlosigkeit auf, denn sie hat schwere Verletzungen. Sie wurde gewürgt und ihr wurde mit einem Stein massiv auf den Kopf geschlagen. Vermutlich dachte der Täter, Stefanie sei tot, als er sie dort ablegte. Der Fundort war etwa 30 Kilometer vom Wohnhaus von Stefanie entfernt. Nachdem sie der Darstellung Hilfe gerufen hat, wird sie von einer Frau, die auf dem Parkplatz Halt machte, gefunden. Untersuchungen im Krankenhaus ergeben, dass Stefanie ein Schädelhirntrauma hat und sexuell missbraucht wurde. Sie hat nur mit viel Glück die Tat überlebt. Das sind die Informationen, die es zu dem Fall von Stefanie gibt. Zu dem Fall von Mariana gibt es mehr Informationen und dieser Fall steht auch insgesamt bei den Ermittlungen, so habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr im Vordergrund. Vielleicht liegt es daran, weil Mariana tatsächlich ermordet wurde. Etwa 18 Monate später, im Sommer 1983, wird Essen-Altenessen erneut ein Ort eines ähnlichen Verbrechens. Die 9-jährige Mariana Krajina lebt mit ihrer Mutter und ihren 4 Geschwistern in Kroatien. In den Sommerferien 1993 besuchen sie und ihre Mutter ihren Vater für 7 Wochen in Deutschland. Der Vater arbeitet in Deutschland als Straßenbauarbeiter und von diesem Geld lebt die gesamte Großfamilie in Kroatien. In der Darstellung hält sich Mariana in der Wohnung auf, als es an der Tür klingelt. Es ist Igor, ihr bester Freund in Deutschland, und er holt Mariana zum Spielen ab. Er ist 13 Jahre alt und ebenfalls Kroate und lebt in unmittelbarer Nachbarschaft von Marianas Vater. In der Zeit, in der Mariana in Deutschland ist, verbringt sie regelmäßig viel Zeit mit Igor draußen. Die beiden sind auf dem alten Essener Marktplatz und werfen eine Frisbeescheibe, als sich ein Mann, der auf einer Parkbank an dem Platz sitzt, wo die beiden spielen, die beiden anspricht. Er will ihnen einen Tipp zum Werfen der Frisbeescheibe geben.
Er zeigt dann Mariana, wie es besser geht. Und dann kann Mariana tatsächlich auch besser diese Frisbee-Scheibe werfen. Mariana hat dann auch schnell ein bisschen Vertrauen zu ihm und versucht sich mit ihm zu unterhalten, obwohl sie kein Deutsch spricht. Igor schaut in der Darstellung aus einer leichten Distanz etwas skeptisch zu den beiden. Der Mann scheint sich dann eine ganze Weile bei den beiden aufzuhalten und sagt dann, dass er eine Pause braucht und die beiden sollen sich doch zu ihm auf die Sitzbank setzen. Mariana setzt sich zu ihm, aber Igor bleibt in etwas Distanz stehen. Der Mann fragt die beiden, ob sie denn gerne schwimmen. Igor bejaht das, aber Mariana kann ja nicht so richtig antworten, denn sie versteht kaum Deutsch. Und der Mann fragt sie dann, ob sie beide die Oase kennen, das Spaßbad, denn da wäre er manchmal. Igor kennt die Oase, aber er war noch nie dort. Und der Mann macht dann den Vorschlag, dass man da doch vielleicht auch mal zusammen hingehen könnte. Als nächstes will der Mann dann wissen, ob sie sich vielleicht noch mal treffen wollen. Mariana ist davon begeistert. Und der Mann macht dann den Vorschlag, sich am Sonntag an gleicher Stelle noch einmal um 15 Uhr zu treffen. Die beiden sagen zu. Und Igor sagt, dass er dann auch den Frisbee wieder mitbringt. Der Mann meint dann, dass es eventuell sein kann, dass er etwas später kommt, da er beruflich noch nach Holland muss und bei viel Verkehr könnte er sich verspäten. Aber er würde auf jeden Fall versuchen, pünktlich da zu sein. An dem betreffenden Sonntag sind Mariana und Igor auf dem Spielplatz und es ist 14:30 Uhr. Mariana meint, dass sie dann bald los müssen, um den Mann zu treffen. Dazu meint Igor dann, dass es besser ist, da nicht hinzugehen. Mariana will dann wissen, warum, denn der Mann war doch richtig nett. Igor hatte seiner Mutter von dem Treffen erzählt und die wäre dann richtig sauer geworden und hat ihm dann verboten, sich noch einmal mit dem Mann zu treffen. Mariana will dann wissen, warum. Igor sagt, dass seine Mutter gesagt habe, das wäre gefährlich und er hätte sie selten so sauer erlebt. Alleine will Mariana dann auch nicht hingehen und meint, dass der Mann dann bestimmt traurig ist, wenn die beiden nicht kommen. Im Gegensatz zu Igor hat Mariana ihren Eltern nie von dem Mann und der nicht eingehaltenen Verabredung erzählt. Die Darstellung geht dann weiter am 31. August 1993, also etwa 3 Wochen später. Mariana ist bei ihrem Vater zu Hause, als es an der Tür klingelt und der Vater fragt, ob das Igor ist. Mariana sagt aber nein, denn er habe heute keine Zeit. Also geht der Vater zur Tür und öffnet. Vor der Tür steht Kerstin, anscheinend eine Freundin von der Mutter. Und der Ehemann sagt, dass seine Frau gerade im Kaufhaus ist. Und daraufhin sagt Mariana, dass sie dann zum Kaufhaus geht und ihre Mutter holt, wenn es okay ist. Der Vater stimmt dann zu. Das Kaufhaus, in dem Marianas Mutter einkauft, ist nur wenige 100 Meter von der Wohnung des Vaters entfernt. Gegen 17:30 Uhr verlässt Mariana die Wohnung und überquert dabei auch den Platz, wo sie den Mann trafen und erneut mit ihm verabredet war. Als Marianas Mutter nach Hause kommt, ohne dass Mariana bereits wieder zu Hause ist, macht man sich nicht so viele Gedanken. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass die beiden sich irgendwie im Kaufhaus verpasst haben. Seit diesem Verlassen der Wohnung des Vaters am 31. August 1993 ist Mariana verschwunden. Am 3. September 1993 gegen 19:45 Uhr fanden ein Mann und eine Frau auf einem Parkplatz nordöstlich von Schesel in Niedersachsen. Das ist etwa 300 Kilometer von Essen entfernt. Die Frau muss dringend mal und geht deswegen mit einer Taschenlampe ins Gebüsch. Als sie dort nach einer geeigneten Stelle sucht, findet sie die tote Mariana. Mariana wurde missbraucht, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und schließlich mit gezielten Messerstichen getötet. Das war dann die filmische Darstellung bei Aktenzeichen Y zu den beiden Fällen Stefanie und Mariana. Dass die beiden Taten vom gleichen Täter durchgeführt wurden, konnte anhand der DNA-Spuren ermittelt werden. Der Abgleich in der DNA-Datenbank verlief allerdings negativ.
Man geht davon aus, dass der Mann, der Mariana und Igor auf dem Marktplatz angesprochen hat, der Täter in beiden Fällen ist. Dies begründeten sie unter anderem damit, dass sich die Beschreibung von Stefanie und von dem Igor sehr ähneln, praktisch deckungsgleich sind. Zur ersten Tat konnte ein Phantombild erstellt werden, welches ihr hier jetzt seht. 1992 soll er zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und graubraun melierte Haare mit Geheimratsecken gehabt haben. Er hatte eine normale Statur und soll ein ruhiger, bedächtiger Typ gewesen sein. Stefanie hatte in dem weißen Kastenwagen auch Kissen und Decken mit einem verschnörkelten Muster gesehen, also zusätzlich zu den Farbeimern. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter einen Ankerpunkt in Altenessen hat, also entweder dort arbeitet, Familie hat, Freunde hat oder dort früher mal gewohnt hat. Stefanie wurde im Bereich der Gladbecker Straße angesprochen. Das habe ich hier euch nochmal eingeblendet. Mariana auf dem Marktplatz in Altenessen. Der Fundort von Stefanie war in einem Gebüsch nahe der B8 in Höhe der Kalkumer Schlossallee. Habe ich euch hier auch nochmal eingeblendet. Und dann in dem nächsten Bild seht ihr dann den Ablageort von Mariana in der Nähe von Schesel. Die Polizei geht davon aus, dass es nicht nur bei diesen beiden Kontaktaufnahmen mit jungen Mädchen und Taten geblieben ist und bittet deshalb Zeugen bzw. Betroffene sich zu melden. Insbesondere auch Eltern, deren Töchter von solchen Ansprachen berichtet haben und die damals nicht zur Polizei gegangen sind. Der Fall von Mariana wurde auch vor mehr als 10 Jahren bei ungeklärte Morde vorgestellt. Also damals wusste man eben noch nicht, dass die Fälle von Stefanie und Mariana vom gleichen Täter begangen wurden. Es ging auch in dieser Darstellung zu dem Fall von Mariana um Auswertung von DNA-Material. Also da kann man auch sehen, anhand dieses Falles, dass dann eben ein Fortschritt dort war und jetzt praktisch 2 Fälle einem Täter zugeordnet werden konnten. In der Darstellung bei ungeklärte Morde hieß es, dass Mariana jeden Sommer bei ihrem Vater verbringt. In der Darstellung wurde dann davon gesprochen, dass Mariana 8 Jahre alt war und bereits den 7. Sommer in Deutschland verbringt. Aber alle anderen Quellen sagen ja, Mariana war 9 Jahre alt. Mariana kann kaum Deutsch, kennt sich aber in der Umgebung der Wohnung ihres Vaters am Schlagbaum 5 gut aus. Und das habe ich euch mal eingeblendet, wo diese Adresse ist, also der Schlagbaum 5. Und dort kann man auch gut sehen, dass sich der in der Nähe des Marktplatzes in Altenessen befindet. Mariana ist die jüngste der Geschwister und wurde als lebenslustig beschrieben und war auch aktiv dabei, wenn sie in Deutschland war, neue Freundschaften zu schließen. Bei ungeklärten Morde hieß es, dass Mariana die Wohnung ihres Vaters gegen 17:45 Uhr am 31.08.1993 verlassen hat. Bei Hakenzenz Y hieß es 17:30 Uhr. Als Wegstrecke von der Wohnung zum Kaufhaus wurde hier also bei ungeklärten Morde 150 Meter angegeben. Bei dem Kaufhaus dürfte es sich um Woolworth gehandelt haben, denn dieses Geschäftsemblem wurde in der Darstellung mehrfach eingeblendet und auch in 2 oder 3 anderen Quellen war von Woolworth die Rede. Es gibt eine Filiale in der Altenessener Straße 399 und diese liegt laut Google Maps 200 Meter Fußweg von der Wohnung des Vaters entfernt. Also dürfte Mariana auf dieser kurzen Strecke, also von 150 Metern etwa oder vielleicht 200 Metern, verschwunden sein, als sie auf dem Weg zu Woolworth war. Natürlich kann es auch sein, dass sie bis nach Woolworth gekommen ist und auch in dem Geschäft war, ihre Mutter nicht gefunden hat und dann den Rückweg angetreten hat und bei diesem Rückweg dann auf den Täter getroffen ist. Der Vater erzählt dann in der Darstellung, dass man zuerst überall angerufen habe, aber niemand wusste, wo Mariana ist, und dann habe man gegen 20 Uhr, 20:30 Uhr die Polizei angerufen. Und wie man in der Maps-Darstellung sehr gut sehen kann, führt der Weg auch an dem Marktplatz vorbei.
Bei Akenzeichen Y hieß es, glaube ich, dass sie über den Marktplatz gegangen ist, um zu diesem Supermarkt zu kommen. Das wäre aber vom Weg her etwas unlogisch. Von daher vermute ich mal eher, dass sie eben diesen Weg daran vorbeigenommen hat, dieses kleine Stück, welches ihr da sehen könnt. Bei ungeklärte Morde wird dann weiterhin gesagt, dass die Vermisstenmeldung gegen 22 Uhr beim Polizeipräsidium in Essen eingegangen ist. Es gab dann eine Rasterfahndung und Polizeifahrzeuge mit Lautsprecherdurchsagen. Am nächsten Morgen wurde mit dem Polizeihubschrauber gesucht und dann später wurden auch Teiche durchsucht. Im Fall von Mariana geht man davon aus, dass der Fundort gleich Tatort ist, also Tatort der Tötung. Ob der sexuelle Missbrauch auch dort oder an einem anderen Ort stattgefunden hat, ist nicht bekannt bzw. konnte nicht ermittelt werden. Das war dann einmal die Darstellung und die weiteren Informationen aus ungeklärte Morde. Und nach der Sendung bei Akenzeichen Y soll es rund 70 Hinweise gegeben haben, die dann ja wie üblich nach und nach abgearbeitet werden. Allerdings scheint es da bisher keine neue Spur zu geben, denn in den Medien ist nichts dazu zu lesen. Bei ungeklärte Morde wurde dann noch gesagt, dass man damals auch nach einem Soldaten gesucht hat, denn man wollte Mariana, also eine Zeugin zumindest, wollte Mariana zusammen mit einem Bundeswehrsoldaten mit einem roten Barett gesehen haben. Und da wurde natürlich, weil es die einzige Spur war auf einen Tatverdächtigen, auch alles in Bewegung gesetzt und ich glaube auch über 1000 Soldaten überprüft. Diese Spur führte aber ins Leere. Ich denke mal, das war dann eine Fehlsichtung der Zeugin, denn alle anderen Punkte deuten ja auf einen anderen Täter hin. Insbesondere ja auch einmal dann dieses Phantombild von der Stefanie. Der Täter scheint sehr gut mit Kindern umgehen zu können, also insbesondere eben sich ihr Vertrauen zu erschleichen. Und er scheint auch wohl eine gewisse Bestimmtheit zu haben im Umgang mit Kindern. Denn er hat Stefanie ja dazu gebracht, dann seinen Worten zu folgen und in den Wagen einzusteigen. Gewalt hat er dort bei nicht angewendet. Und sie hat dann ja später gesagt, zumindest war das eben zu dem Phantombild gesagt worden, dass er wohl ein ruhiger, bedächtiger Typ war. Also der auch aufgrund der Tat wohl nicht aufgeregt war. Also er hatte ja diese Tat vor und dort trotzdem ruhig und bedächtig war. Bei Mariana hat er ja sehr schnell irgendwie das Eis brechen können, obwohl sie kein Deutsch spricht. Das kann damit zu tun haben, dass Mariana natürlich jetzt auch froh war, wieder jemand Neuen kennenzulernen. In der Darstellung wurde der 13-jährige Igor ja als ein bisschen distanziert dargestellt zu dieser ganzen Situation. Ob es denn tatsächlich so war, ist eine andere Geschichte. Denn er hatte ja auch weiterhin geplant, mit Mariana diesen Mann noch einmal zu treffen. Also ich glaube auch nicht, dass dies seine beiden einzigen Taten waren. Ich denke mal, da ist noch vieles im Dunkeln bei diesem Täter. Ich vermute mal, dass er keine weiteren Mädchen getötet hat, aber solche Ansprachen beziehungsweise auch Sexualstraftaten dürften schon von ihm ausgegangen sein. Zumal er ja eben sehr planvoll und sehr routiniert vorgegangen ist. Und im Fall von Stefanie muss er ja praktisch in dem Auto gesessen haben und hat dann gewartet, bis ein entsprechendes Opfer vorbeikam. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.